In Franken lassen sich Motorradfahren und Kultur wunderbar kombinieren. Bad Staffelstein ist ein guter Ausgangsort für unsere Touren. Der hübsche Kurort ist nicht nur die Geburtsstadt von Adam Riese, sondern hat neben Kur- und Bäderbetrieb auch bedeutende Bauwerke zu bieten. Unsere erste Tour führt in die Fränkische Schweiz und nach Bamberg. Muggendorfer Gebirg nannte man die Karstlandschaft, die durch romantische Täler und bizarre Felsen geprägt ist. Die Wiesent ist der zentrale Fluss der Fränkischen Schweiz. Er durchzieht mit zahlreichen Schleifen ein 78 Kilometer langes, romantisches Juratal. Tüchersfeld ist bekannt für seine steil aufragenden Felsen. Es sind die Überreste eines 200 Millionen Jahre alten Riffs in einem tropischen Meer. Über Jahrtausende hat das kleine Flüsschen Püttlach die Felsburg aus Dolomit modelliert. Die Bärenschlucht ist aufgrund ihrer Felsformationen perfekt zum Wandern geeignet. Die wunderbare und herrlich geschwungene Straße an der Püttlach entlang führt uns nach Pottenstein. Das Felsenstädtchen lädt mit seiner tausendjährigen Burg, aber auch einer schönen Altstadt, der Teufelshöhle und anderen Highlights zu einem Besuch ein. Wir verlassen jetzt das Püttlachtal und fahren in Richtung Gößweinstein. Die alte Burg und die Wallfahrtskirche von Balthasar Neumann sind in Gößweinstein nicht zu übersehen. Kaum erkennbar sind die Überreste der Burg Bärenfels aus dem 15. Jahrhundert. Sie wurde schon nach 100 Jahren während der Bauernkriege niedergebrannt. Auch das Ortsbild von Oberdrubach wird durch bizarre Felsformationen bestimmt. Schon von weitem grüßt uns die Burg Ecklofstein. Sie ist noch heute, nach über 1000 Jahren, im Besitz des uralten Familiengeschlechts.
Die Gemeinden der Region sind gepflegt und bewahren ihr historisches Erbe, wie diese barocke Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert. Frankendorf wurde im Jahr 1981 beim Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden Bundessieger. Vor allem das Ensemble mit 31 denkmalgeschützten Fachwerkhäusern ist ein kleiner Schatz. Geisfeld, ebenfalls sehr gepflegt, ist in der Fachwelt bekannt für zahlreiche Fossilienfunde wie dem Ichthyosaurus. Weniger bekannt ist der Einsatz von Kinderrollern, um den Nahverkehr zu entlasten. Wir nähern uns allmählich Bamberg, das mit über 1400 Bau- und Bodendenkmälern zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Grundstein des viertürmigen Doms wurde im Jahr 1004 gelegt. Dessen Besichtigung sollte für jeden Besucher zum Pflichtprogramm gehören. Die Wasser der Regnitz mit ihren 2 Armen umfassen die Altstadt und geben der sogenannten Inselstadt ein venezianisches Flair. Das alte Rathaus in Bamberg wurde mitten in den Fluss gebaut. Diese Lage markiert die alte Grenze zwischen der bischöflichen und bürgerlichen Herrschaft. Die üppigen Verzierungen verdeutlichen den jeweiligen Reichtum und Machtanspruch der beiden Parteien. Auf der sogenannten Unteren Brücke steht eine Statue der Kaiserin Kunigunde, die Gemahlin von Kaiser Heinrich II. War. Zunächst streifen wir ein bisschen durch die gut besuchte Altstadt und dann geht's hoch zum Domberg. Vorher müssen wir uns erstmal zünftig stärken, natürlich mit einem fränkischen Schäuferle. Der Dom ist das bedeutendste Bauwerk des Weltkulturerbes Bamberg. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Heinrich II., wurde 1024 hier bestattet. Der ikonische Bamberger Reiter von 1230. Die neue Residenz der Fürstbischöfe wurde 1604 fertiggestellt. Die verbrecherischen Bischöfe dieser Zeit waren für über 800 Hexenverbrennungen verantwortlich und lustwandelten im Rosengarten, während die Opfer gefoltert wurden. Die Martinskirche im Zentrum der Stadt wurde in nur 7 Jahren im Stil des fränkischen Barocks errichtet und 1693 eingeweiht.
fabelhafter Bau der Brüder Dinzendhofer. Ein schönes Beispiel der Illusionsmalerei ist die Scheinkuppel, die von einem italienischen Künstler stammt. Mit diesem schönen Blick auf Bamberg verabschieden wir uns von euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.